Moin Moin Freunde, was geht ab? Bevor dieses epochale Video startet, wollte ich euch noch mal kurz auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen. Ihr wisst ja bereits, dass wir letztes und vorletztes Jahr über den Creator Code anteilig Spenden immer gesammelt haben für gemeinnützige Organisationen in meiner Umgebung, die für das Tierwohl hauptsächlich zuständig sind. Im ersten Jahr war es der Tiernotrettungsdienst, im zweiten Jahr war es der Tierschutzbund bei mir in Greifswald und heute war ich bei einer dritten Station gewesen, die sich jetzt rauskristallisiert hat als diejenige, wo wir dieses Jahr die Spenden zukommen lassen. Und dieses Mal wird es ein Gnadenhof sein. Ja, ich lasse euch im Hintergrund hier mal so ein bisschen das Ganze laufen, und zwar ist das der Tierhof Sonnenschein e.V. Der ist bei mir auch ganz in der Nähe, und da wollte ich euch nur halt eben darauf aufmerksam machen, dass für alle Leute, die auch weiterhin meinen Creator Code nutzen, auch wieder anteilig Spenden im Hintergrund gesammelt werden und einer gemeinnützigen Organisation in meiner Umgebung zukommen werden, und diesmal wird es der Tierhof Sonnenschein sein. Ich war heute da gewesen, 2,5 Stunden habe ich mich mit den Leuten dort vor Ort unterhalten, habe mir den Hof angeschaut, habe mir die Tiere angeschaut, habe mir geschaut, was sie machen, wie sie halt eben arbeiten, und ich kann wirklich sagen, dass sie das Ganze wirklich von Herz aus machen. Da geht es wirklich um Mensch mit Tier zusammen, die leben auch wirklich alle da zusammen. Das ist wirklich krass, und man merkt wirklich die Herzlichkeit, und das halt wirklich, ja, es ist ein Gnadenhof, das heißt, es ist die letzte, kann man sozusagen sagen, so die letzte Instanz, bevor die Tiere halt eben, eines Tages nicht mehr bei uns sind. Nochmal ein schönes Leben geben. Hauptsächlich sind dort Tiere, die nicht mehr vermittelt werden, die irgendwelche Verletzungen oder Erkrankungen haben oder halt eben schon sehr alt sind, wo die Besitzer sich nicht mehr drum kümmern können. Die kommen alle dahin, die werden auch dort nicht mehr weitervermittelt, sondern denen wird dort ein letzter schöner Lebensabschnitt gegeben. Und das ist eine sehr kleine Organisation. Heißt, es sind nicht sehr viele Menschen, die dort drauf aufmerksam werden. Umso mehr möchte ich da meine Reichweite und meine Kraft als Content Creator nutzen, mit einer starken Community im Rücken, die ihr ja seid. Das hat man ja schon die letzten Jahre gesehen, dass da wirklich einiges zusammenkommt über den Creator Code, auch dieses Jahr wieder nutzen. Und genau, wer das Ganze unterstützen möchte, kann sehr gerne auch zum Beispiel zum World Boss Event Sale vielleicht hier sehr gerne in den Webshop gehen. Hier, wenn ihr ein Paket kaufen solltet oder Pilze, könnt ihr hier den Creator Code dort eintragen. Mehr müsst ihr nicht machen. Das ist ein riesen Support für mich, und je mehr dort halt eben auch da zusammenkommt, umso mehr kann ich natürlich auch denen zugutekommen lassen. Und wer weiß, vielleicht wird es dieses Jahr wirklich eine sehr, sehr schicke Summe werden, so wie die letzten Jahre auch. Im ersten Jahr hatten wir 3.000 Euro zusammengesammelt, im zweiten Jahr 3.000 Euro. Vielleicht knacken wir im dritten Jahr sogar insgesamt die 10.000 Euro innerhalb von 3 Jahren. Das wäre absolut crazy, und hätte ich mir niemals erdenken können, dass wir in so kurzer Zeit so viel Geld zusammensammeln. Deswegen auf jeden Fall vielen lieben Dank an jeden, der daran denken sollte, und wir werden natürlich Ende des Jahres auch wieder ein Video dazu drehen, damit ihr auch vor Ort dann sehen könnt, wo die Spenden hinkommen, und ihr auch noch einen genaueren Einblick darüber bekommt, was halt eben dort passiert. Und da freue ich mich sehr drauf, ist nach wie vor immer noch ein Herzensprojekt von mir, und werde ich auch jedes Jahr so weiter durchziehen, solange es halt eben auch noch so weiterhin läuft. Und deswegen vielen, vielen lieben Dank, und ich wünsche euch jetzt sehr, sehr viel Spaß bei dem Video. Es war mega nice gewesen. Viel Spaß beim Zuschauen. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Es ist wirklich lange erwartet, und ich habe mich wirklich auf diesen Moment ziemlich, ziemlich dolle gefreut. Wir befinden uns jetzt auch gerade live im Stream und machen hier die Aufnahme, denn die neuen Dungeons sind draußen. Wir befinden uns in dem Preview-Client auf F9, das heißt, das Ganze ist einen Tag schon vorab schon am Start.
und ihr werdet wahrscheinlich heute in den Genuss kommen, beziehungsweise spätestens morgen dann auch die Version hierzu haben, die ich habe. Wie gesagt, wir sind hier auch gerade live auf Twitch. Herzlich willkommen auch an den Chat, der grüßt euch jetzt hier auch gerade in der Aufnahme. Angeli, auch Dankeschön für 1000 Bits hier an der Stelle, wirklich danke, danke, danke. Ich werde nicht zu sehr auf die ganzen Donations eingehen, denn wir konzentrieren uns hier wirklich auf das Gameplay. Das Video wird wahrscheinlich lang genug heute. Was haben wir vor? Wir werden in der Lichtwelt alle Dungeons hier bezwingen, ja, werden uns jeden einzelnen Gegner durchlesen, das Artwork anschauen, die Beschreibung dazu, was immer sehr, sehr nice ist auf jeden Fall. Der Chat kann reinschreiben, was sie halt eben denken, wer derjenige ist, an welche Anlehnung das sein soll. Zum Beispiel der erste ist wahrscheinlich Pac-Man, gehe ich mal von aus. Ja, danach, wenn wir hier die Gegner gecleart haben, gehen wir in die Dauerschleife der Idole. Übrigens haben wir hier das geile Vorschaufenster schon hier. Finde ich sehr, sehr nice geworden auf jeden Fall. Und dann werden wir die Dauerschleife der Idole durchrocken. Ja, also wir werden hier die Gegner legen und in der Lichtwelt, also die Easy-Gegner, werden wir uns heute genehmigen. Die Schattenwelt werden wir nochmal ein anderes Mal angreifen und in einem separaten Video nochmal auffassen und gucken, wie weit wir in der Schattenwelt halt kommen. Ich bin selbst sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob wir hier ziemlich weit kommen werden, weil die Gegner befinden sich nach der Monstergrotte. Heißt, die müssten theoretisch eigentlich sogar stärker sein als die Gegner in der Monstergrotte selbst. Und die Monstergrotte selbst ist schon wirklich ein harter Brocken, muss man wirklich so sagen. Deswegen, das Erste, was wir machen ist, für einen Autismus, holen wir uns erstmal hier schnell noch die paar letzten Statpunkte ab. Und dann gehen wir in die Mine rein und holen uns hier die Keys. Ja, erster Key freigeschaltet, beziehungsweise das ist der zweite hier. Den Pac-Man Dungeon haben wir ja schon. Dann haben wir hier den nächsten Dungeon, der Serverraum. Hier haben wir auch schon Derafin. Ja, Grüße gehen raus an der Stelle. So, dann holen wir uns gleich den nächsten Key ab. Ja, und das ist dann hier der für die Mall, beziehungsweise für den nächsten Dungeon hier, Werkstatt der Untotenjäger. Ja, so, dann gleich den nächsten in der Reihenfolge. Die Drop-Chance liegt wahrscheinlich bei 100%, dass man die dann auch gleich bekommt. Hier haben wir den nächsten Dungeon und das ist der Retro-TV-Legenden-Dungeon. Ja, hier sieht man natürlich auch schon die Referenz auf jeden Fall. Ziemlich, ziemlich nice. Werden wir alles nach und nach uns anschauen. So, und dann haben wir hier den letzten Dungeon. Das Playa-Quartier ist wieder hier am Start, beziehungsweise hier ist es der Meetingraum. Ja, hier haben wir Phil. Den Phil habt ihr vielleicht auch kurz gesehen bei mir im Video auf YouTube, in den kleinen Vlog, den wir gemacht haben von Playa Games. Er ist halt eben der Zahlenrichter, wird er hier genannt. Und dafür ist er halt auch eben zuständig fürs Balancing unter anderem. Ne? Okay, deswegen würde ich sagen, wir gehen Schritt für Schritt die Dungeon-Gegner durch. Fangen natürlich hier an in dem ersten Dungeon hier, der uns erwartet. Angeli, auch vielen, vielen lieben Dank für die 2 Abos, die du hier verschenkt hast. Wirklich vielen, vielen herzlichen Dank. Genau. Und jetzt kann der Chat auch sehr gerne mitmachen hier beim Rätselraten, welche Gegner hier wohl dahinter stecken. Also hier haben wir halt eben Pac-Man, höchstwahrscheinlich am Start, den Om-Nom-Man. Blinkende Lichter zucken über flackernden Röhrenbildschirme, nur unterbrochen von einem rhythmischen Schmatzen, das sich verdächtig nähert. Für diesen gierigen Nimmersatt bist du deutlich mehr als nur ein kleines Früchtchen. Er hat es auf deine Seele abgesehen, setzt die Kugel auf Diät. Ich werde mir auch oh mein Gott, das Artwork. Guckt euch das Artwork an von den Dungeon. Oh, und 300 Millionen XP, wir werden so viele Level machen hier, ja. Also ich werde mir von jedem Gegner hier auch natürlich die Texte durchlesen und das wirklich im Detail hier halt eben genießen, weil, oh mein Gott. Crash Bandicoot. Ja, das ist so geil. Also ich muss dazu sagen, ich habe die Gegner schon alle vorab gesehen mal. Als wir bei Playa waren, sind wir alle gespoilert worden, so, beziehungsweise konnten wir uns spoilern lassen und haben die Gegner schon einmal kurz gesehen, aber jetzt sehe ich sie halt eben nochmal im Detail und werde mir die auch im Detail wirklich in Ruhe durchlesen, weil ja, diese Dungeons, die habt ihr nur einmal vor euch und höchstens nochmal in der Schattenwelt, aber es ist halt immer was Besonderes, wenn mal wieder neue Dungeons ins Spiel kommen, gerade für Late-Game-Chars, die sind halt eben einmal da, dann sind sie auch genauso schnell wieder weg und deswegen werden wir uns hier alle Gegner genau durchlesen, aber ich quatsch gar nicht weiter lange rum, das Video wird wahrscheinlich lang genug. Vor dir spawnt ein ungehaltener Dachs, der wirbelnd auf dich zustürzt und alles in seinen Weg explodieren lässt.
Vor Früchten hat der Wahnsinnige die Nase voll, weshalb er nun seinen kulinarischen Geschmackshorizont mit dir erweitern wird. Dumm nur, dass dein letzter Checkpoint Stunden zurückliegt. Ja, das ist natürlich ärgerlich, ja. Aber das erweckt natürlich hier Erinnerungen. Ne? Das ist schon ziemlich nice. Und ich denke mal, der erste Dungeon hier wird auch schon viele richtig abholen von den Gegnern her. Das glaube ich schon. Ja, das ist schon ziemlich geil. So, kennt natürlich jeder. Ne? Das ist natürlich auch wirklich ein Unikat aus der Spielwelt. Wirklich so eine Legende. Hier Low Poly Lara haben wir hier am Start, ja. Das wirft mich auch so zurück in meine Kindheit, so Lara Croft, also das ist wirklich, ja, das ist wirklich ziemlich nice. Klick, wo kommt die Druckplatte her? Vor dir landet eine Räuberin mit spitzen Polygonbrüsten, schärfer als ihr Blick. Das haben die auch wirklich, das hat die wirklich früher auch ausgemacht, so diese Polygonbrüste. Sie taxiert dich wie ein seltenes Artefakt und ist wütend, dass du ihren Butler schon wieder im Gefrierraum eingesperrt hast. Das war's mit britischer Höflichkeit, jetzt regnet es Blei. Wer hat es nicht gemacht? Also das ist auch wirklich dass die auch wirklich diese Insider, diese Anspielungen wirklich hier mit reingebracht haben, den Butler in Gefrierraum eingesperrt zu haben. Wirklich, das hat jeder von uns früher gemacht und das ist so geil, dass sie das auch hier wirklich mit verinnerlicht haben hier. Und ja, das hier als kleine Anspielung auch gebracht haben auf jeden Fall. Ja, und hier oben sieht man schon die nächsten Gegner. Ziemlich cool auf jeden Fall. Wir gehen aber erstmal rein. Ja, One-Hit. So schnell ist sie auch wieder weg hier. So schnell sie kam, ist sie auch wieder weg. Ziemlich geiler Dungeon-Gegner hier, würde ich mal sagen, an der Stelle. Sehr cool. Und dann machen wir auch weiter mit dem nächsten hier, mit der Kugelpanzer-Kopfgeldjägerin. Ja, dicke, teils funkensprühende Kabel schlängeln sich über den rissigen und klebrigen Kachelboden der Spielhalle. Ein kleiner Metallball kullert vor deine Füße, plopp, eine intergalaktische Kriegerin erscheint. Früher überraschte ihr Geschlecht, heute überrascht dich nur, wie schnell ihre Kanone glüht. Ja, kenne ich nicht. Samus von Metroid anscheinend. Muss ich sagen, bin ich auch nicht so hundertprozentig drin. Aber der Chat hilft natürlich dann hier an der Stelle aus. Und von Metroid. Ja, habe ich zumindest schon mal gehört, bin ich aber nicht so hundertprozentig drin. Hatte als Kind Angst vor dem Butler. Ja, ich auch tatsächlich. Ich auch. Der war immer ziemlich scary, muss ich sagen. 3 von 4 kenne ich nicht. So, wir gehen mal rein. Ja. Und schauen mal. Ich bin mal gespannt, wie viele ich erkennen werde. Also bisher war es jetzt der einzige, den ich nicht erkannt habe. Das ist natürlich auch klar hier. Kennt man natürlich auch. Eingereihte Invasoren. Von der undichten Decke bewegt sich eine Reihe pixeliger Wesen in Gleichschritt unaufhaltsam auf dich zu. Sie sind viele, du bist allein, aber die dritte Dimension könnte deine Rettung sein. Gehen wir auch direkt rein, auch direkt down. Und da haben wir auch das Level Up, 732. Das wird wahrscheinlich nicht das letzte heute gewesen sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber der ist so ein bisschen so Sonic an den Kinofilm so ein bisschen angelehnt, so sieht er aus hier, ne? Aber auch sehr geil. Blauer Crack-Igel. Aus einem der schrillen Flipperautomaten springt ein blau gezackter Ball hervor. Sein exzessiver Ringekonsum hat wohl mehr als nur seine Zähne ruiniert. In seinem Wahn versucht er eilig, deinen Lebensbalken auf Null zu bringen. Let's go. Ja, da natürlich auch wieder die Anspielung an die Ringe hier natürlich, ne? Ziemlich nice. Das ist natürlich Bomberman, ne? Krawallknallmann heißt er hier. Auch ein schönes Design, muss ich sagen hier. Ein Knall bringt die Wände zum Bröckeln und ein halber Automat fliegt weg. Steh besser nicht hinter ihm, wenn er das nächste explosive Ei legt. Egal, was du auch versuchen wirst, er ist immer in Bombenstimmung, wenn er sich nicht gerade selbst in die Luft sprengt. Habe ich früher auch sehr gerne gespielt, muss ich sagen. Auch ein Klassiker in der Spieleindustrie auf jeden Fall. Und da ist er auch schon weg. Der wandernde Straßenprügler. Ja, das ist eine. Ist das. Warte mal, war das Tekken? Das war Tekken, ne? Ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, wer er hier gewesen ist. Ryo
Ryo, ja, bin ich auch ein bisschen raus. Habe ich nicht so hundertprozentig gefühlt damals. Street Fighter war Street Fighter, okay. War nicht Tekken, sondern Street Fighter. Okay, alles klar. So diese ganzen Kampfspiele so habe ich früher nicht so doll gespielt, muss ich sagen. So. Ob das jetzt ein Street Fighter, Tekken oder was weiß ich noch so gewesen ist, dieses Gegeneinander, das war, weiß ich nicht, war nie so meins, muss ich sagen, aber man kennt ihn auf jeden Fall. Er hat hier einen Burger irgendwie drin. Hinter dir fliegt die rostige Tür aus ihren quietschenden Scharnieren. Digga, Scharnieren. Also ich bin auch schon durch heute. Ist auch schon ein langer Tag bei mir. Und ein muskulöser Kämpfer mit roten Stirnband steht im Rahmen. Du hörst nur Sure You Can. Das ist wahrscheinlich eine Anspielung. Bevor du zurückgeschleudert wirst. Dabei heißt du nicht einmal Ken. Oh mein Gott. Okay. Er kann zwar komplexeste Kombos, aber für dich reicht auch stumpfes Button-Smashing. Ja, das ist das, was ich früher immer gemacht habe. Hadouken, der macht gerade das Hadouken, ne? Button-Smashen, also das habe ich immer gemacht und kam damit auch immer gut durch, muss ich sagen. Ja. So, smashen wir jetzt mal auch hier den Button. Heute smashen wir die Enter-Taste. Ja, das ist das, was wir heute smashen. Wir Shakes and Fishes Spieler. Okay. Ja, das habe ich auch schon, das Design, das habe ich auch schon gefeiert, als ich das gesehen hatte bei Playa. Ich habe nur nicht erkennen können, was auf dem Block hier vorne drauf steht. Das muss irgendwie so kopfüber sein, oder? Hier steht irgendwas drauf, aber ich weiß nicht, was es ist. Das muss irgendwie in Spiegelschrift sein. Kann das von euch jemand lesen? Not lose. Also hier steht lose irgendwie. Aber was ist das erste? No lose vielleicht? Ich weiß bloß nicht, was der erste Buchstabe hier ist. Ne? Das ist Tetris natürlich, ja. Launischer Lückenstopfer. Dumpf dröhnt 8-Bit-Musik durch die leere Spielhalle und ein massiver Z-Block kracht aus der Decke, bereit, jedwede perfekte Struktur mit chirurgischer Ungenauigkeit zu zerstören. Die Texte sind so geil immer, ne? Finde eine passende Lücke, um diesen Ausreißer loszuwerden. Let's go, wir gehen rein. Und so ein kleiner Smiley ist da sogar noch hinter. Ja. Und dann sind wir jetzt tatsächlich auch schon beim Endboss und durch mit dem ersten Dungeon tatsächlich, ja. Konsolenkönig. Da weiß ich jetzt auch nicht hundertprozentig, wen das widerspiegelt. Vielleicht kriegen wir mehr von der Beschreibung raus. In der Ecke stapeln sich Cartridges und Konsolen, umzingelt von Retro-Memobilia. Zückt der Endboss seinen Controller, er hat jeden Highscore geknackt und scheut nicht davor zurück, Cheatcodes für dein Game Over einzusetzen. Hoch, runter, links, rechts, B, A, Start. Irgendein Random Guy, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß auch jemand in YouTube, und dann kannst du mir sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht hundertprozentig an, was das eine Anspielung oder an wen das eine Anspielung sein soll. Aber ja. Wir gehen rein auf jeden Fall. Das sind wir. Der Spieler selbst soll das sein. Oh, das kann natürlich auch sein, ja. Das stimmt. Das kann sein, dass... Oh. Und das erste Achievement. Oh mein Gott, schön, oder? Das Achievement, oh, sehr geil. Wann habe ich das letzte Mal auf meinem Account hier ein Achievement gesehen? Krass. Game Over, Highscore-Knacker. Arcade der alten Pixel-Ikonen in der Lichtwelt bezwingen. Sehr cool. Ja, dadurch, dass wir ja auch alle Cheatcodes früher verwendet haben, kann das natürlich sein, dass wir das denn sind. Und jetzt kommen wir in den Serverraum. Ja, ein Playa-Dungeon, räudiger Regressions-Robert. Also das ist natürlich Derafin hier an der Stelle. Ne? Haben sie sehr gut getroffen, muss ich sagen. Auch mal so ein bisschen, so sein Charakter mal ein bisschen böser gestaltet hier. Das soll eine Anspielung auf Billy Mitchell sein. Okay, der sagt mir nichts, aber vielleicht kennt ihn ja der ein oder andere. Dankeschön auf jeden Fall fürs Feedback. Am Eingang des Serverraums sitzt der berüchtigte Schweineflüsterer, der QA. Umgeben von leuchtenden Kabeln knurrt er, kein Bug, Feature! Und krault dabei gemächlich sein Schwein. Mach deine Waffe bereit, das ist definitiv kein Test. Nice, achtet auf den Hintergrund, ja? Ziemlich geil. Ich hoffe, ich kriege noch irgendwie die Designs von den Hintergründen von den Dungeons, weil die sind nämlich sehr geil auch geworden hier. Ja, das ist kein Bug, ist ein Feature. So, dann haben wir hier, ich meine gut, da
Ne, da kennt ihr wahrscheinlich die wenigsten von so. Ne? Ich muss selbst gucken, wen ich da genau kenne. Das kann ich euch auch nicht sagen. Ich kenne jetzt auch nicht da jeden, muss ich sagen. Philipp der Anschwärzer. Ja? Dieser Meistergriller lässt nichts anbrennen oder zumindest gibt er stets sein Bestes. Seine Spieltests sind im besten Fall auch nur halbgar, doch du wirst seinen Vorgesetzten definitiv blutig serviert, inklusive reproduzierbaren Fehlerprotokoll. Let's go! Okay, da ist der Philipp One-Hit. Der One-Hit Philipp. Let's go. Oh, hier haben wir den Patrick oder Patrick. Ich weiß immer nicht. Es gibt ja zwei Patricks oder zwei Patricks. Der eine heißt Patrick und der andere Patrick. Ja, hier haben wir Patrick, der penatrische Pumper. Er ist wirklich sehr gut getroffen. Pedantischer. Ich bin wirklich schon durch heute. Tut mir leid für die schlechte Vorlesung hier. Auf jeden Fall, er rennt immer mit diesen geilen Hemden rum. Das ist wirklich ziemlich, ziemlich geil. Er hatte übrigens auch mich angesprochen bei Playa, mein Text, den ich in den Dungeon habe, als in der Dauerschleife, auf Englisch anzupassen, weil auf Deutsch habe ich ja auch Wortwitze da eingebaut, die ergeben in Englischen aber gar keinen Sinn. Und da hat er jetzt meinen englischen Text tatsächlich dann auch angepasst. Ich weiß nicht, wird wahrscheinlich niemand mitkriegen so. Aber ja, das wurde da tatsächlich überarbeitet. Im stickigen Serverraum dröhnt dir plötzlich Heavy Metal entgegen. Du folgst dem Krawall und erblickst ein im Lüfterwind flatterndes Hawaii-Hemd. Er hat wirklich immer Hawaii-Hemden an. Darin steckt der muskelbepackte QA Teamlead. Du denkst, du hast ihn durchschaut, Fehler gefunden in deiner Erwartungshaltung. Das wird eine extra harte Qualitätsabnahme. Let's go. Wir gehen rein. Sehr cool getroffen auf jeden Fall. Wie wir ihn jetzt auch hier im Dungeon. Und dann haben wir als nächstes Simon von Hüftschwung. Ja? Raucht, quillt durch die Gänge, doch keine Panik. Da hat ein Frontendler nur die Nebelmaschine angeschmissen. Wie sie auch immer sich so... Frontendler. Ja? Der Serverraum wird zur Bühne, als Simon gekonnt über den Kabelsalat hinwegtänzelt. Sein Code ist so smooth wie seine Moves. Kannst du mit seinem Groove mithalten? Fragezeichen. Ja? Wir versuchen es auf jeden Fall. Und wir konnten tatsächlich auch einigermaßen mithalten. Ja, okay, den wird wahrscheinlich der ein oder andere von euch kennen. Vielleicht aus dem Discord oder so oder irgendwo anders mal der Name euch mal begegnet. Darkwing Dang, ja, der Schattenmod wird bestimmt von euch jemand mal hier und da mal gehört haben, auf jeden Fall. Wenn im Höllenforum wütende Stimmen toben, kommt Darkwing Dang sofort geflogen. Denn das Einzige, was er gerne über Schäumen sieht, ist sein kaltes Bier. Mit seinen Support-Sidekicks steht er als Sprachrohr zwischen Helden und Höllenmanagement. Dein Wunsch, den Dungeon zu säubern, stößt bei ihm allerdings auf taube Ohren. Sehr cooles Design hier auch auf jeden Fall, muss ich sagen. Sieht sehr cool aus. Und da ist er auch schon down. Und wir haben das nächste Level up, Stufe 734. Das geht natürlich heute auch sehr schnell. Als nächstes haben wir Jason, der Lichtbringer. Ja, wahrscheinlich auch hier wieder Anspielungen am Start. Muss ich sagen, kann ich auch nichts, also weiß ich jetzt auch nicht, wofür die Anspielungen genau stehen. Wahrscheinlich, weil er sehr genau auf den Kabelsalat achtet. Ja. Zwischen surrenden Maschinen offenbart sich dir der dämonische Tech-Priester, der Bändiger der Server. Er predigt in vergessenen Programmiersprachen, während sich Datenströme seinen Willen beugen. In deinen Inneren vernimmst du eine Stimme. Der Spaghetti-Code wird dich prüfen. Lass dich erlösen. Let's go. Der Spaghetti-Code, ja. Wird ja auch immer hier Shakes and Fidget vorgeworfen. Spaghetti-Code, so wie das Ganze hier immer gecodet ist. Ja, aber was willst du machen? Wenn so ein 16 Jahre altes Game, da ist nun mal nicht so ein einwandfreier Code dahinter, wie bei einem neu entwickelten Game zum Beispiel. Ne? So, als nächstes haben wir hier Taha mit den Ultra-Instinct. Ja, auch cooles Design. Die Neonlichter flackern und die Lüfter laufen auf Hochtouren, um der rapide ansteigenden Hitze zu trotzen. Als Frontend-Krieger in höchster Form beut er sich vor dir auf und flext seinen gestählten Körper. Auf einmal wird der Serverraum in eine gleißende Aura gehüllt und Taha brüllt: Kame, Hame, Taha. Let's go! Ja, ist so geil. Und One-Hit. Also, ist er down. Okay, als nächstes haben wir Klaas, der Code-Rocker. Ja,
Gerade als du dich fragst, ob der endlose Serverraum je ein Ende nimmt, tritt aus dem flackernden Halbdunkel ein freundlich dreinblickender Frontendler hervor. Er holt tief Luft, greift zur Kita und entfesselt ein Solo, das dich aus den Socken haut. Das wird alles andere als eine nette Jam-Session. Ja, Klaas, der Bade hier anscheinend am Start. Ja, lädt hier zu einem schönen Takt ein auf jeden Fall. Okay, hier haben wir KevOps, der Rebooter. Das ist ja, das ist auch das ist ein sehr cooles Design. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Es ist hier sehr viel zum Lesen auf jeden Fall. Wenn Verbindungen wanken und infernalen Gerätschaften sich gegen ihre Benutzer verschwören, tritt Kevin auf den Plan und lässt kein Problem ungelöst. Er mustert dich kurz, während seine Tochter schon kichernd auf dich zeigt. Stolz tätschelt er nickend ihren Kopf und greift zum ältesten aller Riten, deinem Reboot. Ja, also hier anscheinend auch jemand, der seine Tochter hier auch mit in den Dungeon verewigt hat. Das ist natürlich eine ziemlich geile Vateraktion hier an der Stelle. Ja, muss ich wirklich sagen, das ist sehr cool. Und down. Ja, das ist halt die Lichtwelt. Ich bin gespannt, wie stark die in der Schattenwelt wirklich sind denn so. Oh, und als Endboss vom Serverraum haben wir hier Florian. Ja, sehr, sehr geil. Florian, der kolossale Qualitätsleiter. Wow, schönes Design hier, auch gut getroffen hier an der Stelle. Ja, schöne Sache, schöne Sache. Schöne Grüße vor allen Dingen auch an der Stelle. Playa Florian ist das, genau. Endlich kannst du das Ende des Serverraums sehen, doch auf den letzten Metern stolperst du über das dichte Netz aus Kabeln. Ein gewaltiger Schatten fällt auf dich und du blickst hoch. Der höllische Herr des Qualitätsreichtums türmt sich vor dir auf, bereit, deine Nerven und jede Codezeile gnadenlos zu prüfen. Sehr, sehr geil. Schöne Grüße an der Stelle hier an Florian nochmal. Kein One-Hit. Kein One-Hit, ja. Er hat sich wacker geschlagen. Ja, und wir sind Level Up. Florian befördert uns auf Stufe 735 und damit auch das nächste Achievement. Freigeschaltet. Bug Terminator, den Serverraum in der Lichtwelt bezwingen. Sehr cool auf jeden Fall. Und wir machen auch direkt weiter. Wir wollen keine Zeit verlieren. In der Werkstatt der Untotenjäger. Ja, ich glaube, jetzt kommt wieder etwas, wo vielleicht ein paar mehr Leute vielleicht ein paar Anspielungen kennen könnten. Ich glaube, es wird sehr zombie-lastig, aber wir gehen mal rein. Falls ihr wisst, wer es ist, schreibt sehr gerne in den Chat oder in die Kommentare auf YouTube. Du bist den Untoten da draußen gerade noch entkommen und findest dich in einer Werkstatt wieder. An einer Werkbank hantiert ein Mann mit irrem Lachen und einer Kettensäge als Hand. An dieser Stelle wird er deine Vergangenheit und Zukunft entzwei sägen. Groovy. Left 4 Dead kann sein. Da bin ich tatsächlich auch ein bisschen raus, muss ich sagen. Bei dem ganzen Zombie-Thema, aber vielleicht kenne ich doch den einen oder anderen. Ja, mal gucken, mal schauen. Die beiden, ich glaube, die kenne ich. Warte mal. Es gab doch auch mal so ein Zombie-Spiel, was so zu einer Netflix-Serie umgemodelt worden ist. Ist das Last of Us oder so? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Postapokalyptische Patchwork-Familie. Vor einem Waffenregal bastelt ein grimmiger Mann improvisierte Fallen, während eine Teenagerin laut aus einem schlechten Witzebuch vorliest. Gefühle brauchen sie in dieser zerbrochenen Welt nicht. Du brauchst aber gleich einen Arzt, wenn du nicht das Weite suchst. Ja? Wenn du nicht das Weite suchst, wie ein Schlanker im Klamottenladen. Denn der sucht auch nicht das Weite in einem Klamottenladen. Okay, lassen wir das mal. War das Last of Us? Kann sein, ne? Ja. Habe ich tatsächlich, glaube ich, die erste Staffel gesehen. Ja. Okay, gucken wir mal weiter. Vergesslicher Racheengel. Ich weiß es nicht. Zwischen durchlöcherten Ölfässern tritt eine Frau im kurzen Kleid hervor. Mit gezückter Waffe springt sie akrobatisch auf dich zu und du merkst, wie sich alles um dich herum stark verlangsamt. Ach, Umbrella! Ach, das ist hier von Resident Evil, ne? Umbrella Cooperation, ne? Das ist doch hier die alte, glaube ich, davon, ne? Von der Umbrella Cooperation, kann das sein? Ja, doch, dann weiß ich, wer das ist. Jetzt darfst du in Zeitlupe testen, ob das ein Fehler war. Resident Evil, ne? Ja, doch, ist mir dann auch ein Begriff.
eigentlich schon fast, ja, den Namen hätte ich jetzt nicht mehr gewusst, aber genau, das ist hier von Resident Evil tatsächlich, ja. Sehr geil. Hat ja auch so ein bisschen so dieses apokalyptische. Jetzt könnte man auch mutmaßen, wofür die Mall hier steht, oder? Ist das irgendein Gebäude aus irgendeiner Serie, aus irgendeinem Zombie-Theme irgendwie? Wo könnte das her sein? Es könnte so eine verlassene Mall aus Last of Us oder sowas sein irgendwie, ne? Okay, Bluthund Knallukat. Erinnert mich jetzt ein bisschen erst an Dalukat, aber der hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Ein Mantel flattert hinter dir, du drehst dich um und spiegelst dich in seinen Brillengläsern. Der mächtige Vampir grinst höhnisch, hebt genüsslich seine Pistolen und freut sich auf deinen Versuch, ihn zu unterhalten. Du stehst auf seiner Abschussliste und brauchst mehr als Schusswaffen, um ihn aufzuhalten. Ohne D in Anime heißt er Alucard. Ach, dann ist Dalukat quasi eine Anspielung an Alucard, oder wie? Also das bin ich nicht im Bilde, tatsächlich. Aber ja, ich vertraue euch da einfach mal. Kann sein. Okay, als nächstes haben wir den Armbrust-Rowdy. Ja, der ist hier auch von hier dieser einen Zombie-Serie da. äh, Mann. Alucard, rückwärts Alucard. Okay. Walking Dead, genau, so von The Walking Dead. Ja, ja, ich habe den Namen vergessen. Walking Dead habe ich aber, glaube ich, auch nur die ersten paar Folgen geguckt und danach auch tatsächlich war bei mir vorbei dann. Ich bin nicht so der Serienschauer. Breaking Bad habe ich geschaut. Wenn mal ein Breaking Bad Dungeon kommt, dann bin ich dabei. Aber ansonsten schaue ich tatsächlich nicht so viele Serien, muss ich sagen. Du glaubst allein zu sein, bis dir ein Bolzen haarscharf am Ohr vorbeizieht. In der Ecke der Werkstatt schwingt sich der wortkarge Jäger auf sein Bike und gibt Vollgas, die Armbrust fest auf dich gerichtet. Mit sinnlosen Smalltalk wirst du diesen einsilbigen Überlebenskünstler nicht zum Abbremsen bringen. Weiß jemand, wie der heißt tatsächlich hier? Der Armbrust-Rowdy? Les mal Dalukat rückwärts. Draculat? Dracul. Das ist wahrscheinlich sowas wie Dracula oder was. So ähnlich. Kann sein. Sehr kreativ auf jeden Fall. Und wir haben das nächste Level up. Und damit sind wir hier bei der lederliebenden Todeshändlerin. Die kenne ich auch irgendwoher. Oh. Dracula HD. Ach so, okay. Hinter einem Schraubenschlüsselregal spürst du plötzlich, wie dich strahlend eisblaue Augen fixieren. Du blinzelst jetzt jetzt steht sie vor dir. Du fragst dich, ob hautenge Lederoutfits zur Standardkluft aller Jägerinnen gehören. Da entriegelt sie auch schon ihre Pistolen. Der Kampf mit dir ist ihr nicht mal ein Flashback. Ich glaube, die ist aus irgendeinem Spiel, ne? Kann das sein? Die kommt mir aus irgendeinem Spiel sehr bekannt vor. Aber Bayonetta, es kann sein, also ist jetzt wahrscheinlich eher nicht Serie, aber ich glaube, das ist aus so einem Spiel. Schreibt sehr gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst, aber ich bin da leider ein bisschen raus, muss ich sagen. Da bin ich nicht so. Aber auch wieder der Dungeon, der Hintergrund hier auch wieder sehr, sehr geil auf jeden Fall designt. Als nächstes haben wir hier den Taller-hasserfüllten Cowboy. Die Töne eines Banjos dringen an dein Ohr. Der Cowboy mit unersättlichem Hunger nach der guten alten Zeit vor der Apokalypse lehnt lässig am Garagentor. Regel 42: Komm niemals zwischen ihn und seinen Goldkuchen. Du bist zwar nicht das süße Gebäck seiner Begierde, aber weich und zerbrechlich genug. Zombie World, Zombie Land, okay. Der Dude mit seinen Twinkies. Ey, seid auf jeden Fall eine ziemliche Bereicherung, muss man wirklich dazu sagen, weil ich hätte jetzt hier wirklich da gestanden und hätte gar nichts dazu sagen können. Aber es ist von Zombieland, okay. Ihr seid auf jeden Fall gut, Chat, ihr wisst Bescheid. Ich merke auf jeden Fall, hier sind einige Pros am Start. Das ist sehr, sehr gut, ja. Props an euch auf jeden Fall, ihr habt da ein gutes Allgemeinwissen. Okay. Hätte ich jetzt gesagt, das ist von Matrix hier. Wahrscheinlich nicht. Blade, okay, ist Blade, ja. Okay, Blade.
Matrix, aber er hätte auch von der Brille her so, ne, auf den ersten Blick, oder? Ne? Ja, wahrscheinlich nicht. Solarbetriebener schlechter. Etwas tropft von der Decke, Wasser, eine rote, nach Eisen riechende Flüssigkeit ergießt sich plötzlich über die Sprinkler der Werkstatt. Er stammt aus einer Zeit, in der Vampire noch nicht geglitzert haben. Das Einzige, was hier funkelt, ist seine Mordlust hinter der Sonnenbrille. Ja. Blade kenne ich aber noch. Ja, ja, kenne ich nur vom Namen her, muss ich sagen. Habe ich nie geschaut. Und dann haben wir die Gangsterbrüder der Dämmerung. Ja. Zwei dubiose Diebe lungern an der aus Reifen und Ölfässern zusammengeschusterten Bar und werfen dir verachtende Blicke zu. Eigentlich wollten sie sich jetzt nur einen Tequila-Shot hinter die Birne kippen. Jetzt bist du auf der Karte gelandet. Als nächstes stehlen sie deinen Willen zum Leben. From Dusk Till Dawn. Habe ich auch schon mal gehört, tatsächlich. Aber hätte ich jetzt auch wirklich nicht gewusst. Aber Dankeschön auf jeden Fall für die Hilfe hier an der Stelle. Ja. Gangsterbrüder der Dämmerung. Auf jeden Fall sehr cool designt. Den kenne ich auch. Ich merke, wie unbewandert ich in Serien bin. Wirklich. Okay. Ja gut. Die kennt man natürlich. Ja. Die kennt man als Lollipop lutschende Cheerleaderin. Tarantino. Lollipop Chainsaw ist sein Spiel. Du betrittst einen pink leuchtenden Werkstattabschnitt. Aus einem Lautsprecher dröhnt Popmusik, gefolgt vom Kreischen einer Kettensäge. Ein halber Zombie fliegt vorbei. Direkt danach hüpft eine Cheerleaderin im Miniröckchen hinterher. Lediglich ihre Liebe zu ihrem Freund bleibt hier unzertrennlich. Ja. Wie der Name jetzt von ihr jetzt bezüglich ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber man kennt sie auf jeden Fall. So. Damit haben wir den nächsten Dungeon durch. Den Sargnagler, Werkstatt der Untotenjäger in der Lichtwelt bezwingen. Und damit sind wir schon beim vorletzten Dungeon angelangt. Und hier haben wir die Retro-TV-Legenden am Start. Ja, auch wieder sehr viele, natürlich Harley Quinn. Genau, Harley Quinn war es. Bob Ross. Ne, ich glaube nicht, dass es Bob Ross ist. Hier haben wir sehr viele TV-Legenden. Ich denke mal, da werden die meisten Bescheid wissen. So moosbewachsene Lianen hängen von den Rahmen des rauschenden Fernsehreliktes. Fernsehreliktes. Du drückst auf die Fernbedienung und ein tropischer Beat erklingt. Dann siehst du den lässigen Privatdetektiv in Hawaii-Hemd hatten wir schon mal heute hier, aus dem Bildschirm treten, der jeden Fall auf die Spur geht. Deiner wird jedoch schnell zu lösen sein. Magnum. Oh, der Hintergrund. Oh, ich wollte gerade sagen, 2 Hits überlebt hier sogar. Das ist ja krass. Okay, ich glaube, hier sind viele Leute dabei, beziehungsweise viele Gegner, die wahrscheinlich viele hier feiern werden. So Baywatch natürlich hier, das ist klar. Pamela Anderson kennt man natürlich auch. Du wechselst den Sender und siehst 2 Inseln im Meer. Also es ist hier wirklich so wie eine Story, die man durchgeht. Ne? Auf einmal wechselt man zu einem anderen Sender und da ist hier auf einmal die Bojen-Badeaufsicht. Moment, das ist die Rettungsschwimmerin, die ihre Rückenschwimmübungen macht. Es folgt ein schneller Cut zum Strand, an dem sie in Zeitlupe auf dich zurennt. Normalerweise retten sie Leben, heute löscht sie deins mit vollem Körpereinsatz. Meine Serie. Ja, sehr geil. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Coole Gegner hier am Oh mein Gott. Oh mein Gott. Spock. Galaktischer Korinthenkacker. Ja, also das sind wirklich, wirklich coole Gegner hier, ne? Vor dir materialisiert sich ein seltsam emotionsloser Typ mit spitzen Ohren. Er erhebt eine Augenbraue. Könnt ihr das übrigens mit den Fingern? Ich kann das nicht, ne? Also, das konnte ich irgendwie nie. Er erhebt eine Augenbraue und berechnet die Wahrscheinlichkeit deines Todes mit nüchterner Präzision. Der logikliebende Halbaußerirdische kennt zwar die Definition von Gnade, gedenkt aber nicht, sie walten zu lassen. Schöner Text. Ich kann's tatsächlich nicht. Nee, ich kann's tatsächlich nicht. Okay, dann hier haben wir Alf,
tatsächlich dann als nächstes. Haarige Hausbesitzer. Sehr, sehr geil. Wirklich coole Fernsehserien dabei hier, ne? Du drückst auf die Fernbedienung, zapp, ein gemütliches Wohnzimmer, auf dessen Sofa ein freches Fellbündel genüsslich ein Sandwich verspeist. Läuft das eigentlich heutzutage noch im Fernsehen? Ich weiß es gar nicht, ne? Für seine Vorliebe hast du zu wenig Fell, doch er ist nicht wählerisch und plant dich trotzdem zum Nachtisch anzuknabbern. Let's go. Sehr, sehr nice. Sehr viele, die hier Alf lieben anscheinend. Sehr cool. Und als nächstes, wer kennt sie? Eine schrecklich nette Familie. El Bundy, die Frau. Schrecklich nette Faulenzerin. Das ist ja auch geil. Du schaltest weiter im Programm und das Bild springt erneut um. Also hier merke ich auf jeden Fall, kann ich ein bisschen mehr zu sagen als zu der Zombie-Thematik. Auf dem Sofa regelt sich eine Frau mit hoch tupierten Haar, enger Leggings und lascivem Blick. Sie mustert dich kurz, dann hat sie einen Einfall, wie sie dich am geschicktesten zum Sklaven ihres Einkaufswagens machen kann. Sieht hübscher aus als in der Serie. Sehr, sehr, sehr geil. Okay, nice. Und Level Up. Und als nächstes haben wir die extremen Ermittler. Extreme Ermittler. Akte X. X. Extrem. Die Fernbedienung scheint einen unerklärlichen Wackelkontakt zu haben, denn sie wechselt ohne deine Eingabe den Sender. 2 Spezialagenten starren dich verblüfft an, sie wollen deine Akte unbedingt schließen. Wenn du sie besiegst, wäre das ihr bisher größtes paranormales Phänomen. Sehr cool. Ey, es ist wirklich so erzählt wie so eine Story hier, ne? Das ist wirklich ziemlich nice, muss ich sagen. Die man hier. Das ist wie eine Story. Der Dungeon ist wirklich wie eine Story hier. Das ist richtig geil. Aber auch natürlich absoluter Klassiker hier an der Stelle. A-Team, absoluter Teamplayer. Gewaltige Explosionen, Reifen und Schraubenschlüssel fliegen. Ich glaube, hier fehlt ein Leerzeichen irgendwie, ne? Kann das sein? Durchs Bild aus dem Rauch tritt ein muskelbepackter Hühner mit Goldkette und Irokese. Du bist im falschen Team und freche Widerworte ziehen bei ihm nicht. Deine einzige Fluchtchance ist, in sein Flugzeug zu steigen. Mr. T, der Teamplayer. Let's go. Damit ist er auch down und damit sind wir auch schon beim nächsten Gegner hier. Der hämmernde Heimwerkerkönig. Das ist natürlich auch nice hier. Mit einem lauten fällt dir ein zerzauster Heimwerker entgegen, der mehr Chaos als Ordnung stiftet. Er bekommt alles kaputt und dich platt. Mehr Power, brüllt er und in seiner ungehaltenen Vorfreude stößt er ein männliches Grunzen aus. Hör mal, wer da hämmert. Ja. Auch ein sehr cooles Design hier und ich feiere die Gegner hier wirklich abnormal. Das ist richtig, richtig nice. So, und zum Schluss. Bro, das Design, das ist wirklich so cool, ne? Das ist wirklich so geil gemacht hier. Also wirklich, auch wirklich überdimensional. Richtender KI-Rennfahrer. Mit quietschenden Reifen rast ein schwarzer Sportwagen auf dich zu. Bevor du reagieren kannst, wirst du von seinem roten Licht gescannt und als Bedrohung klassifiziert. In seinem Cockpit sitzt ein Schönling. Gemeinsam kämpfen sie für Gerechtigkeit und leider gegen dich. Ja, David Hasselhoff mit Kit am Start. Ja. Knight Rider. Und damit sind wir auch durch den Retro-TV-Legenden-Dungeon noch nicht durch. Stimmt, also es war noch gar nicht der Endboss. Hier haben wir den Endboss, den Allzweck-Bastler. Ich dachte, wir sind schon durch. Ja. Der letzte Sender flackert auf, verrauschende Farben, dann ertönt ein heroisches Intro und du siehst einen Mann, der seine ultimative Waffe zieht, eine Büroklammer. Doch unterschätze ihn bloß nicht. Improvisation ist seine stärkste Waffe und du bist sein nächstes Bastelprojekt. Ja, MacGyver haben wir hier am Start natürlich auch eine alte Legende. Und da reiht er sich jetzt auch ein, ja, zu den Legenden. Denn er ist besiegt worden. Und wir haben den Dungeon gemeistert. Off-Air, sehr geil. Nostalgie-Sepper, Retro-TV-Legenden in der Lichtwelt bezwingen.
Sehr, 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 sehr nice, wirklich. Schöne Sache. Und damit bleibt uns nur noch ein letzter Dungeon übrig. Der Meetingraum, nochmal von Playa Games hier. Ja, hier haben wir Phil, den Zahlenrichter. Die wild durcheinander rufende Stimmen verstummen, als du den Server, als du den Raum betrittst. Würfel aufs Überleben. Raunt es von Ende der langen Tafel vor einem Ritualkreis. Aus Brettspielen sitzt der Herrscher über das Balancing. Er wird dich mit einem fiesen Zahlendreher in Grund und Boden nerven. Ja, zuständig fürs Balancing hier, der Phil. Und hier, wow, 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 der Hintergrund. Der Hintergrund so krass, ne? So krass, das ist, man hat schon gesehen, das ist heftig, heftiger Endboss, kann ich euch sagen. Dann haben wir Jane, die Pixelpeinigerin. Ein kreativer Wirbelsturm zerreißt die bedrückende Stille, wenn sie den Interface-Ring springt. Wenn sie in den Interface-Ring springt, wirbelt sie Pixel wie Dämonen im Moshpit auf. Jeder ihrer Linien sitzt perfekt wie ein wuchtiger Dropkick. Was nicht zu ihrer Ästhetik passt, wird gnadenlos aus den Dungeon geschmissen und du tanzt gehörig aus der Reihe. Let's go! Boah, der Hintergrund ist wirklich heftig, ne? Also das ist wirklich krass. Als nächstes haben wir Ränke der Regelräuber. Ein rasselnder Säbel piekst dir in den Rücken, bewaffnet mit einer Karte des rauen Game Design Meeres, besegelt er die türkischen Gewässer. Dieser Pirat ist mit allen Wassern gewaschen und kapert Konzepte, um ihren Schatz zu offenbaren. Du könntest dringend ein besonders schmerzvolles Rework gebrauchen. Let's go. Ja, der Hintergrund ist wirklich ist heftig auf jeden Fall. Ist heftig ausgearbeitet. Ben, der Chaos-Visionär. Moodboards flattern wie verfluchte Pergamente durch den Raum mittendrin. Der elektrisierende Lead-Artist zwischen abgedrehten Konzepten und unfertigen Icons managt er das infernale Art-Team. Jeder Pinselstrich obliegt seinem künstlerischen Blick und du bist in seinen wahnsinnigen Augen ein Asset im falschen Format. Ja, und auch wieder One-Hit hier an der Stelle hier. Dann haben wir als nächstes Nina, die Texttyrannin. Das ist auch sehr cool designt hier. Ist wahrscheinlich auch für die Texte zuständig, vielleicht, ich weiß es gar nicht ganz genau. Das stetige Kratzen einer Spitzenfeder lässt dich aufhorchen. Die Herrin der Worte skriptet dein Schicksal samt peinlichen Ableben. Irre lachend füllt sie deine Geschichte mit Doppeldeutigkeiten und dämlichen Schenkelklopfern. Kannst du dich vor ihren narrativen Fäden losreißen und deine eigene Geschichte schreiben? Auf jeden Fall hat sie uns jetzt das Level-Up beschert, hier auf Stufe 740. Ja, sehr cooles Design. Auch hier einfach ein Skateboard auf dem Kopf. Kira, die Koordinatorin. Sehr cool. Die Tür schwingt auf und die gute Laune-Managerin rauscht aus ihrem qualmenden Skateboard heran, bewaffnet mit Beschwichtigungsdonuts, die sie dir unter die Nase hält. Grinsend zeigt sie auf den Kalender und verkündet Zeit fürs Update. Du bist dir nicht sicher, ob du fliehen oder dich an den Donuts bedienen sollst. Ja, auch sehr coole Texte hier an der Stelle, sehr coole Designs. Feiere ich auf jeden Fall. Und wir nähern uns immer näher dem Ende hier. Yuri, die Verbannerin. Okay. Mit Klauen aus Stahl wahrt sie die Ordnung. Hinter ihren graziösen Glanz verbirgt sich Disziplin und wer auf den Server Chaos stiftet, trifft auf klare Strukturen und Konsequenz. Als Schrecken der Trollhölle wird sie dich elegant in den Abgrund verbannen. Leise haucht sie Bonne Chance, Petit Heros. Bonne Chance, let's go. Keine Chance, keine Macht den Hatern. Ja? Als nächstes haben wir Nico, die Backend-Bestie. Hinter den feurigen Kulissen der Hölle werkelt ein stiller Dämon, der nur in dunklen Codezungen spricht. Doch dieser Backendler ist den ratternden und piepsenden Fängen des Serverraums für den Moment entkommen. Dadurch kann er endlich diesen hartnäckigen Bug vor ihm fixen. Und auch besiegt an der Stelle und damit sind wir hier beim vorletzten Boss und zwar Kira, die Koffeincoderin. Ja?
Lebt hier von Red Bull und Kaffee hier. Sehr, sehr nice. Seit Tagen lässt sie die Tasten ihres Laptops glühen. Umgeben von Bergen, leeren Energy Drinks, kämpft sie gegen widerspenstigen Code und das von ihr als unnötig eingestuften Grundbedürfnis Schlaf. Noch immer tippend fixiert sie dich und grinst. Ich brauche mehr Koffein. Sie wittert das Koffein in deinem Blut. Ja, das ist auf jeden Fall auch ziemlich, ziemlich nice. Ich bin aber keine Backend-Bestie. Ja, heiße Nico. Wieso? Warst du jetzt einer von den Bossen hier gewesen? Oder wie jetzt? Das weiß ich jetzt nicht ganz. Aber du bist auch schon Ewigkeiten auch bei mir hier in der Community am Start, ne? Okay, dann besiegen wir sie mal. Wir appreciaten noch ein vorletztes Mal diesen tollen Hintergrund hier, bevor wir jetzt hier zum Endboss kommen. Und das ist die Königin der Kampagnen. Ja, der vorherige hieß Nico zufällig so wie ich und nein, bin keiner von gleich, ich wollte das sagen. Ich wollte das sagen, das wäre schon. Ja, wer erkennt vielleicht, also vielleicht nicht sie, aber wer erkennt den Hund? Den Hund hat man vielleicht schon mal hier und da bei mir im Video bei Playa gesehen. Ja, das ist die dazugehörige, Mariam. Und genau, sie hat hier den Office-Hund sozusagen als Maskottchen mit dabei. Ja, das Playa-Maskottchen. Und ist hier der Endboss vom Dungeon. Warum ist Thorsten nicht Endgegner? Ja, er ist ja der Hintergrund. Der ist ja hier im Hintergrund zu sehen. So, ne? Ja, aber das war ja schon kommuniziert, dass Mariam hier der Endboss ist. Mariam entwirft Kampagnen für das perfekte Höllenbranding und regiert über das Reich der Reichweiten. Selbst die härtesten Krieger zwingt sie in die Conversion. Auf ihrem Haupt thront jedoch die wahre Königin des dämonischen Büros, Jules. Das ist der Hund. Du verbeugst dich besser oder apportierst spontan ihren Lieblingstennisball. Den Tennisball sollte man Jules nicht wegnehmen. Dann geht es ganz schnell mal nach hinten los. Dann wird auch mal zum Kampfhund hier. Also, Jules ist so süß, ne, wirklich. Das habe ich die ganze Zeit gekrault da. Also sehr cool. Und damit haben wir auch jetzt die Lichtwelt komplett besiegt wieder. So schnell geht's. Ja, Teamplayer, den Meetingraum in der Lichtwelt bezwingen. Jetzt setzen wir noch gleich Eulen oben drauf, also so schnell geht es dann auch wieder, so schnell ist der Spaß vorbei. Jetzt gehen wir direkt in die Dauerschleife rein und machen noch die restlichen YouTuber, die vor uns stehen, zum Abschluss nochmal der Folge. Wir fangen an mit Zombie. Warnung, hyperaktiv schießt er Memes wie Geschosse, während er dich im Sturm seines unbrechbaren Chaos überrollt. Dieser Giga-Chat lebt für Unterhaltung, also liefere ihm eine gute Show. Let's go. Ich bin gespannt, wie stark die Gegner sind hier. Ja, da kämpfen ja auch die Begleiter wieder mit hier an der Stelle. Sehr interessant. Ja, Thorsten als Hintergrund ist ja mal mega nice. Ja, ist ein ziemlich cooles Design, muss man wirklich sagen. Als nächstes haben wir Waves. Ein leichtes Rauschen, dann trifft dich seine Welle aus strategischem Fachwissen. Während er dir im Gefecht freundlich und geduldig deine Fragen beantwortet, spürst du, wie du langsam aus den Dungeon gespült wirst. Ja? Zu Waves, muss ich sagen, habe ich auch nie wirklich so online irgendwie Kontakt gehabt, aber auch wirklich, als ich ihn jetzt bei Playa kennengelernt habe, wirklich sehr sympathisch, so privat, muss man wirklich so sagen. Kommt ja mehr so aus der WoW-Ecke früher, wusste ich auch nicht, aber wirklich sehr sympathisch, muss ich wirklich so sagen, an der Stelle. Aber so krieg ich persönlich fast kaum was mit, muss ich sagen, von Waves. Als nächstes haben wir Neutral. Ja? Sein Wissen ist tiefer als dieser Dungeon, sein Sarkasmus schärfer als deine gezückte Waffe. Keine Fragen lässt er offen, außer der, wie du dieses Duell überleben solltest. Ja? Let's go, gehen wir rein. Ja, und da ist er auch schon down, der Waves. Und als nächstes haben wir den Gilmore. Du schaust in die Röhre und erblickst den Pionier aus Legenden, das schlanke Idol aller Frauen und Männer. Dass du lebend an ihm vorbeikommen willst, ist ihm scheißegal. Ja, gehen wir rein. Oh, der Hintergrund, ne, so krass hier auch, wirklich. Sehr nice. Als nächstes haben wir Craft 12354, den kenne ich persönlich nicht, muss ich leider gestehen. In diesem Monitor hat sich sogar außerhalb von Azeroth ein basslastiges Bollwerk breit gemacht. Ob du dagegen etwas ausrichten kannst, ist die Frage. Wir werden es auf jeden Fall
rausfinden. Und als nächstes kommt der Hanrizzle. Ja, es ist wirklich so krass. Ich freue mich so sehr für ihn. Es ist so heftig, es ist so eine Ehre und ich finde es so nice von Playa, dass sie da Basti reingetan haben. Es ist wirklich so geil zu sehen. Er ist seit Jahren am Start. Er zieht länger Shakes and Fidget durch als ich. Vielleicht nicht so konstant, aber Hanrizzle, Gorgos und die ganzen alten Legenden von früher, geil, dass er hier drin ist. Wirklich ziemlich nice und wirklich auch zu 100% gerechtfertigt. So, ne? Ich freue mich mega für ihn und ich bin schon sehr gespannt auf seine Reaktion. Ich habe noch nichts von ihm gehört bisher. Eine angenehm ruhige Stimme dringt an dein Ohr und du bemerkst, wie jegliche Anspannung deinen Körper verlassen. Der darauffolgende Schuss holt dich brutal in die Realität zurück. Und wir kämpfen einfach gegen Hanrizzle. Ja, es ist so nice. Ja, es ist wirklich, es freut mich. Es freut mich einfach wirklich. Freut mich wirklich für ihn. Das ist, ja, und er schlägt sich wacker. Er schlägt sich wacker hier. Ja, aber zum Schluss haben wir ihn geschlagen hier. Als nächstes haben wir Domka, auch das erste Mal kennengelernt bei Playa Games. Ein dämonischer Veteran steht vor dir, seine Stimme hallt wie Donner durch das virtuelle Gemäuer. Auf seiner Schulter sitzt ein spinnenartiges Wesen, das unaufhörlich flüstert, können selbst Dämonen innere Dämonen haben. Das ist ein sehr geiler Text auf jeden Fall, ja. Ziemlich cool. Und ja, wahrscheinlich auch ein Insider von ihnen, das Ganze hier mit den Spinnen. Ja, und als nächstes, wir sind ja schon fast am Ende hier, ne, haben wir natürlich den Tuny Ghost am Start. Dieser Krieger schaltet ab und zu sein Gehirn aus, um dich mit verrückten Gefaseln zu verwirren. Das passt auch zu 100%. Und dann kommt der wichtigste Satz: Um ihn zu besiegen, sollte man ordentlich die Welle surfen. Ja, sehr geil. Nimmt natürlich hier einen Krieger, um die Leute richtig abzufacken, weil die Krieger hier natürlich auch am stärksten sind in den Dungeon, ne? Aber natürlich auch mit seinem geilsten Design hier am Start. Sehr cool. Ja, auch das erste Mal bei Playa getroffen. Auch super verstanden. Und ja, trotzdem müssen wir ihn hier natürlich aus dem Weg räumen. Und zum Schluss haben wir hier den neuen Endboss, Mozone mit seiner Kaffeetasse hier. Nichts könnte besser passen als dieses Emote. Kolossal erhebt sich der 2 Meter große, von Anhängern ernannte CEO vor dir. Lässig schlürft er aus seiner dampfenden Tasse voll Lebenselixier und sehnt sich nach seinem Freitagsdöner. Du bist sein letztes Hindernis und er hat mächtig Hunger. Let's go und wir gehen rein und leider kommt nicht mal Marquardt an die Reihe hier. Die Gegner sind natürlich auch ziemlich easy natürlich für meinen Account, aber ja, wir haben sie jetzt mal einmal alle gesehen. Wir haben uns alle Texte von allen Gegnern angeschaut. Jetzt ja, war es das wieder mit dem Vorschaubild. Jetzt kann ich das Vorschaubild nicht mehr enjoyen, weil ich nicht mehr in den Dungeon reinkomme. Lichtwelt ist auch vorbei, kriegen wir auch nicht mehr und ich bin gespannt, wie weit wir jetzt demnächst in der Schattenwelt kommen werden. Das werden wir dann in einem zukünftigen Video dann wahrscheinlich sehen, aber ich denke mal, das Video wird wahrscheinlich jetzt lange genug gegangen sein, denke ich mal. Ich hoffe, es hat euch aber trotzdem gefallen. Alle neuen Gegner haben wir besiegen können und alle neuen Artworks sowie Hintergründe als auch Textbeschreibungen haben wir aufmerksam durchgelesen und mit dem Chat hier zusammen ausgewertet, wer für was stehen könnte. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde mich mega freuen auf das Video. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.